Hallo Welt! Ich muss mich daran gewöhnen, das immer auf Deutsch zu sagen. Ein weiterer Tag. Ein weiterer Tag. Der Druck ist fertig, wie man hört. Ein neuer Tag. Ich habe aus irgendeinem Grund voll die Halsschmerzen. Wie man hört. Sonst habe ich nichts, aber Halsschmerzen. Vielleicht, weil ich jetzt einen Monat Pause hatte und die ganzen Dämpfe nicht gewohnt war. Und jetzt haut halt mega rein. Jetzt kommt mein Jingle übrigens, jetzt, wenn ich die Werkstatt betrete. Der Fernseher ist am Stromkreis angeschlossen, der immer angeht mit dem Schalter. Und dann geht auch automatisch Amazon an. Ich weiß nicht, vorher war das nicht so. Ich habe irgendwas anderes gemacht, jetzt läuft es auf jeden Fall immer so. Und bevor ich was anderes mache, muss ich nach der gestern angesprochenen... Hier ist mein Gesicht. Hier ist mein Gesicht. Ich gucke nach der Hand, die ich gestern gespritzspachtelt habe. Und dann schmöge ich die nochmal ab und spritzspachtel die nochmal neu, weil 10 Schichten müsste ich heute nochmal machen, damit die auf jeden Fall fertig ist und ich die morgen abformen kann. Ja, und die schmöge ich halt zwischendurch, wie ich schon erwähnt hatte, damit die Details nicht verloren gehen. Mal hier mein schönes Hähnchen. Oh Gott! Alles fällt um, dieses scheiß Kabel. Da muss die GI noch dran arbeiten, ne? Dass man mal kurz aus dem Bild raus ist, dass die Kamera dann nicht total verwirrt ist. Naja, war ja auch ein Unfall. So, ich mach das mal. Ich hab's schon oft gesagt, vielleicht nicht in diesen Videos, aber ich muss mal endlich eine neue Neonröhre holen. Momentan habe ich nur die Lampe hier. Naja, los geht's. Zum Glück habe ich noch einige Spritzspachteldosen hier. Das wird wohl fürs ganze Projekt reichen. Hatte ich damals für Zane geholt. Ja, wie gesagt, das reicht jetzt auch noch dafür easy. So, das muss jetzt erstmal trocknen. Die Gitarre mache ich später noch weiter. Das ist nicht so wichtig, weil die wird schnell fertig sein. Das Finish wird schnell fertig sein. Und jetzt werde ich erstmal frühstücken. Vielleicht geht es mir danach ein bisschen besser. Nach dem Frühstück. So. Und heute werde ich ein Avocado-Brot essen. Ein Avocado-Toast. Mein absoluter Favorite. Wir haben gestern ein Avocado gekauft. Ist ja nicht so einfach in Deutschland, eine gute Avocado zu finden. Aber Penny hatte eine gute. Na gut, wenn man mehr Geld für ein Avocado ausgibt, wenn der Avocado mal 2,80 oder so kostet, dann ist es in der Regel auch eine gute. Aber manchmal, ganz ehrlich, gibt es Avocados, ich habe schon welche gesehen, die haben 2,80 gekostet, die waren Stein. Ich finde, das ist keine Avocado. Die, habe ich letztens schon mal gesagt, Lebensmittelindustrie, dadurch, dass alles immer verfügbar sein muss zu jeder Zeit und so, gibt es halt auch Sachen dabei, die einfach nicht fertig sind. Und wenn ich eine Avocado verkaufe, die quasi härter ist als ein Apfel, also ein Stein, dann kann ich auch einfach eine Avocado-Pflanze verkaufen und sagen, das ist eine Avocado. Also es muss schon irgendwie das sein, was es sein sollte. Und das ist eine weiche, genießbare Avocado. Aber egal, die Avocado ist gut, ich habe es getestet, bin mittlerweile Avocado-Experte. So, wollen wir mal sehen? Ja, gute Avocado. Ein bisschen weich, nicht zu weich. Sehr gut. Die anderen waren alle mega hart, aber ich habe die eine richtige gefunden. Ja. Meine Stimme ist ganz schön weird. Also lass mich mal einen bestimmten Witcher-Satz sagen. Auf jeden Fall bin ich leicht erregt. Und weiter geht's mit meiner sexy Stimme. Ich werde jetzt meinen Avocado-Toast essen. Aber viel erzählen kann ich dabei nicht, denn bekannterweise beim Essen spricht man nicht. Von daher bleibt mir nur zu sagen, bon appétit. Die 3D-Drucker müssen weiterhin gefüttert werden. Der 3D-Drucker unten in der Werkstatt hat nämlich nichts mehr zu tun und dafür habe ich ihn nicht bezahlt. Von daher kriegt er ein neues Modell zum Drucken. Das hier ist eine Panzerplatte für den Bizeps. Ist noch nicht komplett, da gehört noch mehr dazu. Aber das... Nicht lachen! Aber dazu später mehr. Das muss fürs Erste reichen. Viel Spaß, 3D-Drucker. Jetzt muss ich noch schnell zum Sven, unserem Pyrotechniker, fahren und die ganze Pyrotechnik für den Film abholen.
viele Crash-Glas-Flaschen und Gläser werden dabei sein. Also, und die dicke Nebelmaschine. Also wird der Wagen gleich ziemlich voll sein. Kommt ja noch mehr dazu. Ich weiß gar nicht, was der Sven mir alles mitgibt. Eine Windmaschine ist, glaube ich, auch immer ganz praktisch. Die braucht er ja gerade auch nicht. Also, ja, wird der Wagen wahrscheinlich mit Pyrotechnik-Krams voll sein. Jetzt muss ich ausmachen, weil ich werde jetzt den öffentlichen Verkehrsraum befahren. Mehr nicht. So, bevor ich es wieder vergesse, hier aufzunehmen, wo ich denn dann auch bin oder wie ich reinkomme, bin ich jetzt hier beim Sven reingekommen und da ist er Sven. Hallo! Das ist unser mega bester Pyrotechniker ever. Auf jeden Fall. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Das ist schon 20 Jahre mittlerweile? Ich glaube schon, ne? Stimmt. Also mit Action Concept zusammen. Damals die Schule noch, da habe ich den Sven kennengelernt. Das ist bestimmt schon so lange her. Ja, also ich bin jetzt 20 Jahre auf jeden Fall. Aber nicht ganz. Ich glaube, ich war 22 oder so. Aber fast bald 20 Jahre. Na, jetzt gucken wir uns mal um. Bist du schon so alt? Ja, ich bin Mittlerweile. 40. Ja, verdammt verrückt. Wie alt bist du? Ah, das sage ich jetzt nicht, wenn die Kamera läuft. Kannst du ruhig eine Facetune 50. 50, ja. 50 schon? Ja, 50 schon. Na ja, gut. Man sieht es nicht, ich weiß, aber das... Also sind nur die Haare. ja, aber die Haare waren auch schon vor 10 Jahren grau. Also. Ja, dann sieht man es wirklich nicht. Ne? Also ich glaube, du sahst schon genauso aus, als ich kennengelernt habe. Genau so alt. Auto gepackt. Ein Auto voller Männerspielsachen. Ich denke, wir sind jetzt gewappnet für den Film. Ich habe auch Sachen mitgenommen, obwohl wir noch gar nicht wissen, was wir damit anfangen können. Aber Hauptsache, wir haben sie. Wenn Sven jetzt gekonnt hätte und nicht im Urlaub gewesen wäre, dann hätte er auch seinen ganzen Wagen mitgenommen, sein ganzes Repertoire. Es gibt ja viele Sachen, die ich gar nicht benutzen darf, wo man natürlich einen Schein für braucht, den großen Pyroschein. Und dann kann man auch alles machen. Ne? Nur je nachdem, was es ist, muss man es auch immer bei der Stadt anmelden. Aber da wir hauptsächlich drin drehen und alles nur Performer am Set sind, ist es sogar so, dass man es eigentlich kaum anmelden muss, selbst wenn es größere Sachen wären. Ne? Solange es nicht gefährlich für die Allgemeinheit wird. Aber es ist ja so, es gibt ja auch immer bei diversen Effekten Sicherheitsabstände. Die gelten aber nur für außenstehende Leute. Ich als Stuntman kann natürlich, wenn ich möchte, in dem Effekt drinstehen. Da gibt es natürlich keine Sicherheitsvorschriften. Ist uns sogar mal passiert bei einer Show, da sind die Zuschauer und für die gelten natürlich die Sicherheitsabstände. Du darfst diesen und diesen Effekt nur zünden, wenn die Leute so und so weit weg sind. Ne? Sonst darfst du das nicht. Und dann hat uns hinterher nach der Show, war alles angemeldet, alles so rechtens, und nach der Show haben wir dann einen Anschluss von der Feuerwehr bekommen, dass wir die Sicherheitsabstände nicht eingehalten hätten. Und wir haben gesagt, Leute, wenn ich möchte, kann ich, wie ich gerade gesagt habe, in dem Effekt drinstehen. Ich habe, glaube ich, sogar argumentiert und gesagt, was mache ich denn bei einem Körperbrand? Ja, es gibt ja Stunts, wo die Stuntleute brennen, wo man die Schutzkleidung trägt und dann brennt. Wie haben wir gesagt, wie ist denn da der Sicherheitsabstand? Wie viel ist es denn? 0,1 Millimeter? Wie ist der Sicherheitsabstand da? Also, es gilt immer nur für Leute, die außenstehend sind. Alle Leute, die freiwillig das machen, weil sie halt die Performer sind und Stunt-Leute, da gelten natürlich Sicherheitsabstände nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall genug Zeug dabei. Wir können sogar ein paar größere Explosionen machen, wenn wir sie brauchen. Das darf man in Deutschland, wenn es eine Lycopodium-Explosion ist, zum Beispiel. Die ist einfach Pulver, aus irgendwelchen Blütenpollen wird das gewonnen und es wird dann mit einem etwas größeren Pyro-Effekt quasi entflammt und also es wird erstmal in die Luft geschossen durch diese Explosion von diesem Pyro-Effekt und dann entzündet sich das und dadurch hat man einen relativ großen Feuerball und das darf ich ohne Schein zünden. Und ja, das ist auch nicht so schlimm, wenn man sogar da drin steht. Naja, man sollte nicht mit offenen Augen da reingucken, aber es wird auch ordentlich heiß und man würde sich verbrennen, aber man kann da ziemlich daneben stehen, ohne dass was passiert. Und vielleicht brauchen wir sowas, vielleicht explodiert irgendwas, müssen wir mal gucken. Aber selbst das kann ich sogar selber machen. Ich habe vom Sven ja unter anderem die Pellet Gun Munition bekommen. Und dafür muss ich jetzt meine Paintball Knarre testen, ob das da funktioniert, die Munition. Die Größe stimmt, nur die Frage ist, ob meine Waffe dafür funktioniert. So, ich muss jetzt direkt mal ausprobieren, ob die Pellet Gun Munition funktioniert. Ich habe ja hier meine Paintball, ich weiß nicht, wie sie nennen soll. Paintball, ich glaube, man nennt es Paintball Marker, damit man ja nicht Pistole sagt. So, muss ich mal gucken, ob es damit mit der Munition funktioniert. Dafür muss ich aber erstmal
die CO2-Patronen wechseln. Ich habe hier so viele, die habe ich mal gekauft. Das habe ich eigentlich für ein Video damals gekauft. Ich glaube für Far Cry Primal brauchen wir das. Und es war billiger einfach, ich weiß nicht wie viel das sind, 50 Stück zu kaufen, als wenn ich nur 5 oder so kaufe. So, jetzt ist es eigentlich drin. Jetzt ist es nichts im Lauf. Ich teste nur, ob der CO2-Druck funktioniert. Funktioniert. Und es war eine Patrone im Lauf. Deswegen Kugel, keine Patrone. Deswegen nie sowas machen, ja? So, ist es jetzt leer? Ja, so, ist leer. Jetzt werde ich mal das Magazin laden. Siehst du, guck mal, ist sogar noch mehr im Lauf. Die funktionieren ein bisschen anders als echte Pistolen. Hier können die Kugeln einfach mal im Lauf liegen, auch 2 Stück hintereinander. Jetzt dürfte es aber leer sein. Ich glaube, da ist jetzt wirklich nichts mehr drin. Eigentlich sollte man das nicht machen, ne? Aber ich habe meinen Finger hier auch daneben. Ich drücke also nicht mal eben so ab. Und die Patronen, wenn sie da schon lange drin sind, kommen sie kaum mit Power raus. Trotzdem sollte man sich nicht ins Auge schießen. Also macht das nicht zu Hause nach, okay? So, dann werde ich das Magazin mal laden und dann gucke ich, ob die Pellet Gun Munition funktioniert. So. Das ist die Munition. Wie man sieht, ist es eine durchsichtige Kugel mit Pulver drin. Die benutzt man, um Einschläge in die Wand zu simulieren. Ne, weil da fliegen ja keine Funken, wenn man in die Wand schießt, sondern dann staubt es halt. So, und dann gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Also, nochmal. Ich erkläre das mal, wie das im Film abläuft. Das ist nicht die Pistole, aus der dann im Film geschossen wird. Das ist die Pistole, die wird man, also man wird denjenigen, der schießt, den wird man nicht im Bild sehen. Ja, sondern es geht, dann ist der Gegenschuss auf denjenigen, der getroffen wird und im Hintergrund schießen halt Leute in die Wand und dafür ist das. Nur um das zu simulieren, was hinten in der Wand passiert. Für denjenigen, der vorne getroffen wird, macht man was anderes. Man sollte damit nicht auf Personen schießen. Und ja, dann steht da noch Crashglas rum. Diese Patronen zerschießen auch die ganzen Crashglas-Flaschen und Gläser. Das ist also Win-Win-Situation. Ich kann die Gläser zerschießen und gleichzeitig Wandeinschläge simulieren und muss nicht zu viel im Computer nachbearbeiten. Naja, jetzt gucken wir mal. Ready? 3, 2, 1. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Das bedeutet, meine Waffe ist einsatzbereit. So, das war die Staubpatrone. Die Patrone ist falsch. Kugel, ja. Patrone ist ja nur die Hülse, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Waffenexperten werden mich jetzt bestimmt korrigieren. So, das war die Staubvariante. Ich habe aber auch noch die Funkenvariante für Metall, wenn man Metalltreffer simulieren möchte. Davon habe ich auch nicht so viele. Ich teste es trotzdem, ja, für euch. Obwohl die viel teurer sind, verballere ich mal einfach eine, damit ihr wisst, was auf uns zukommt da am Set. So, probieren wir das mal aus. Okay, ready? 3, 2, 1. Holy shit. I didn't expect that.